Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des schweren geländegängigen gepanzerten Personenkraftwagens Vierrad Sonderkraftfahrzeug 247 Ausführung B von ICM im Maßstab 1:35. Hierbei handelt es sich um einen brandneuen Bausatz, auf den ich persönlich schon sehr lange gewartet habe, und der wurde mir dankenswerterweise direkt von ICM selbst zur Verfügung gestellt, damit ich euch den Bausatz mal näher zeigen kann. Dieser Umstand soll meine Meinung zu dem Bausatz aber nicht beeinflussen, wie sonst auch wenn vielleicht der eine oder andere mir das vielleicht auch gerne unterstellt. Das Fahrzeug an sich ist relativ obskur. Es wurden nur 58 Stück im Jahr 1941 gebaut und dann aber auch bis Kriegsende eingesetzt, waren aber generell sehr seltene Fahrzeuge. Vielleicht kommt euch auch die Bezeichnung Sonderkraftfahrzeug 247 schon bekannt vor. Da gibt es ein weiteres gepanzertes Befehlsfahrzeug. Das basiert aber auf dem Krupp-Protze LKW. Hat dementsprechend dann auch 3 Achsen und da einen gepanzerten Aufbau drauf. Das wäre dann die Ausführung A. Das Fahrzeug gibt es seit einer Weile schon von Bronco. Das dreiachsige Vorgängermodell hatte nicht so gute Fahreigenschaften im Gelände und deswegen hat man dann ein neues Fahrzeug entwickelt mit nur 2 Achsen, und zwar auf Basis des Einheitsfahrgestells 2, wie es dann auch hier bei diesem Horch zum Einsatz kam. Ist praktisch das gleiche Fahrgestell, gibt es interessanterweise auch von ICM. Dennoch ist der Bausatz hier komplett eigenständig, bis auf die Reifen. Also da gibt es keine Überschneidungen bei den Bauteilen. Soweit so gut, dann schauen wir doch mal rein in die Schachtel. Die Art der Verpackung entspricht den aktuellen Standard bei ICM. Wir haben hier so einen Deckel, worunter sich dann hier die eigentliche Schachtel verbirgt, die sehr solide ist. Also da denke ich mal, sollte nichts passieren. Früher waren die Boxen von ICM sehr, sehr dünnwandig und sind auch immer schnell zerfallen. Also das haben sie auf jeden Fall sehr gut verbessert. Dann haben wir hier die Bauanleitung und die Bauteile sind alle in einer wiederverschließbaren Tüte drin. Ist jetzt nicht optimal, aber auch nicht schlimm. Und die Abziehbilder sind gar nicht geschützt. Das finde ich jetzt nicht so gut, da wäre vielleicht eine Tüte sinnvoller wie bei den Bauteilen, nachdem ja hier Feuchtigkeit doch ein Problem sein kann. Aber alles in allem eine sehr vernünftige Verpackung. Schauen wir uns als erstes die Bauanleitung näher an. Die ist zweisprachig, ukrainisch und englisch. Es beginnt hier mit einer kurzen Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug, technische Daten, dann kommt eine Farbtabelle, die bezieht sich nur auf Revell und Tamiya. Das ist vielleicht ein bisschen eine beschränkte Auswahl, aber ich denke, die meisten Modellbauer mit etwas Erfahrung kommen damit klar. Dann hier eine Zeichenerklärung und dann eine Doppelseite mit einer Übersicht über alle Spritzlinge des Bausatzes. Wie man sehen kann, ist es nicht allzu viel. Hier die Klarsichtteile, da verwenden wir nur die Scheinwerferlinsen, nehme ich mal an. Die übrige Verglasung braucht man nicht. Ich weiß nicht, wo der Spritzling herkommt. Zu dem Horch-PKW, den ich euch gezeigt habe, gehört der nicht. Da scheinen nur die Reifen gleich zu sein. Ja, dann startet der Zusammenbau. Wir fangen an mit dem Hauptrahmen. Besteht aus mehreren Teilen. Ja, mag ich persönlich immer nicht so gern. Bei dem Horch ist es mehr oder weniger einteilig. Hier besteht es aus mehreren Komponenten. Muss man eben vorsichtig sein, dass das Ganze dann am Ende auch gerade wird. Ja, dann bauen wir hier die Achsen rein. Das Fahrzeug hatte ja einen Allradantrieb gehabt, was doch recht interessant ist. Ja, das Ganze zeigt sich doch recht übersichtlich. Es werden nur wenige Bauteile pro Bauschritt eingebaut. Abbildungen sind auch recht groß, also das gefällt mir schon mal recht gut. Dann kommen wir zum Motor.
Der ist jetzt nicht so übertrieben detailliert, aber ich finde, das reicht vollkommen. Interessanterweise ist es der gleiche Motor, der auch bei einigen Versionen des Sonderkraftfahrzeug 222 eingebaut wurde. Ja. Übersichtliche Darstellung, auch hier wieder nur 2 Bauteile pro Schritt. Also da, glaube ich, kommt keiner aus dem Konzept. Das hier ist die Stoßstange. Ja, dann kommen auch schon die Reifen zusammen. Für die Reifen haben wir hier so Gummiteile aus Vinyl und eben die Felgen aus Plastik. Ist jetzt nicht optimal, aber ich denke, das sollte gehen. Wen es stört, kann er immer noch Resinreifen verwenden. Ja, dann kommt hier die Bodenplatte des Innenraums dran. Ja, Pedale werden eingebaut. Scheint auch eine Anti-Rutsch-Textur zu haben. Hier dann die Seitenwände der Panzerung. Das Fahrzeug hat ja auch eine ganz eigenwillige Form. Das finde ich persönlich auch sehr reizvoll. Ja, die Einstiegsluken kann man offen darstellen. Dann kommt es hier so zusammen. Hier noch der Kühler und dann kleben wir das Fahrgestell hier ran. So also würde ich nicht unbedingt vorgehen, aber ICM schlägt es so vor. Dann wird wieder einiges ans Fahrgestell hingeklebt. Ja, also das Ganze geht ganz gemächlich voran. Hier dann nochmal was für den Motor. Dann geht es an den Innenraumausbau. Fahrerstand. Hier mit dem Instrumentenbrett. Hier diese Lenksäule ist aufgesplittet in 2 Hälften. Das finde ich ein bisschen komisch, ist aber nicht schlimm. Ja, Fahrersitz, diverse Schalthebel. Dann kommt hier noch irgend so ein Ding rein. Könnte ein Feuerlöscher sein oder so. Eine Sitzbank, Beifahrersitz. Auch ganz schön. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber auf jeden Fall liegt es bei. Und dann bauen wir schon das Funkgerät zusammen. Da kann es vielleicht ganz interessant sein, das selber noch zu verkabeln, wenn man will. Oder wenn man sich das zutraut. Nachdem das Fahrzeug ja oben offen ist, kann man da relativ viel sehen davon später. Dann hier das Oberteil des Aufbaus. Ich finde gut, dass das Fahrzeug nicht in zu viele einzelne Platten aufgeteilt ist, wie das manch andere Hersteller machen. Also das sollte dann auch von der Passung jetzt nicht so problematisch werden. Ja, hier die Aufhängungen für die Seeklappen. Ich würde mal sagen, das kann man auch offen oder geschlossen bauen, wenn man will. Auch hier die Klappen und Luken sind separat, kann man offen darstellen. Ja, dann kommt es zusammen. Frontplatte, Scheinwerfer. Ja, und dann noch ein paar Bauteile außen. Ja, Antennenmast ist natürlich ganz wichtig, nachdem das ja ein Führungsfahrzeug ist oder Befehlsfahrzeug. Also im Prinzip ein fahrender Gefechtsstand. Ist natürlich da viel Funkausrüstung dabei und Antennen. Staukisten, Wagenheber. Ersatzreifen hier mit der Abdeckung. Ja, relativ unspektakulär. Wenn ich jetzt da aber nochmal zurückgehe, also so innenraummäßig haben wir da echt nicht viel. Ich habe leider keine Fotos gefunden von dem Fahrzeug, wie das innen aussah. Es sind auch keine irgendwo in Museen erhalten. Aber das kommt mir ein bisschen wenig vor. Also wenn ich jetzt da so an irgendwelche Sonderkraftfahrzeuge 250 oder 251 denke, da hat man jede Menge andere Sachen noch. Irgendwelche Gasmasken, Behälter, Behälter für die MP40 oder für die Magazine dafür.
diverse andere Staukisten und Staumöglichkeiten, irgendwelche Gurte, wo man was verzurren kann dran. Das fehlt hier alles. Gut, ich denke, ICM hat da das gleiche Problem und wird auch keine Bilder haben vom Innenraum, aber ich denke, das kommt mir ein bisschen spartanisch vor von der Inneneinrichtung. Also ich denke, das ist nicht unbedingt vorbildgetreu. Die Bemalungsanleitung schlägt 4 Fahrzeuge vor. Das ist eine schöne Auswahl. Das erste ist ein Fahrzeug der Division Großdeutschland, Sommer 1942. Das ist auch ein Fahrzeug, was durch Fotos recht schön belegt ist. Nur haben die anscheinend irgendein Funkgerät an Bord mit einer Sternantenne, was man da auf dem Foto ganz schön sehen kann. Zweites Fahrzeug steht nur dran, Russland 1941, also da ist keine Einheit irgendwie spezifiziert dafür. Die dritte Variante von der 7. Panzerdivision, Sommer 1941, auch das ist ein Fahrzeug, was durch Fotos belegt ist, wo ich ganz interessant finde, dass die da so eine einfache Aufnahme oder Lafette haben für ein MG 34. Ist jetzt im Bausatz nicht beinhaltet, aber das ist ja ein Teil, was gerne mal überbleibt, wenn man öfter mal von Dragon die Halbketten baut. Und dann das 4. Fahrzeug, Frankreich, Sommer 1944. Gibt es auch Fotos in dem Zusammenhang, aber ich habe jetzt keines gesehen von dem konkret. Aber das heißt natürlich nicht, dass es das nicht gegeben hat. Ich kann natürlich nur die Fotos kennen, die ich schon gesehen habe. Ja, alles in allem eine sehr übersichtliche Bauanleitung. Also ich denke, da soll es keine Probleme geben. Gut, dann schauen wir uns die Bauteile näher an. Das hier ist der Spritzling A. Da fällt gleich hier dieses Oberteil des Fahrzeugs ins Auge. Das ist netterweise auch schon mehr oder weniger beieinander. Andere Hersteller neigen ja dazu, uns so einzelne Platten zu geben. Das führt dann oft zu Passproblemen. Deswegen finde ich, dass das hier eine sehr gute Lösung ist. Ja, ansonsten Oberflächentextur ist relativ glatt. Das ist aber kein Problem. Die Schweißnähte sind sehr fein wiedergegeben. Das gefällt mir ganz gut. Wobei natürlich hier diese Schweißnaht an der Stelle unterbrochen sein sollte. Kann man aber leicht rausschaben mit dem Skalpell. Hier der Lufteinlass. Der ist nicht durchbrochen. Das ist ein bisschen schade, weil man das auf den Vorbildfotos immer recht schön sehen kann. Ja, nicht optimal, aber ich denke, wir werden es überleben. Hier sieht man auch so eine Erkaltungsmarke im Plastik. Ist kein Problem, wenn man da drüber lackiert, dann verschwindet das. Das trägt jetzt nicht irgendwie auf. Werden wir auch bei den anderen Spritzlingen später noch sehen. Ja, die Materialstärke ist hier recht dünn an der Oberkante. Das liegt daran, man kann es hier sehen, dass hier so eine Phase ist. Hatte jetzt das echte Fahrzeug nicht. Aber es erzeugt eben diese Illusion, dass die Materialstärke hier entsprechend dünn ist. Ja, ansonsten hier der Innenraum, der Boden. Feine Anti-Rutsch-Textur drauf. Kann hier jetzt auch keine Makel erkennen wie Sinkstellen oder Fischhäute. Auswerfmarken, ja, an ein paar Stellen, wo man es nicht sehen kann. Ja, macht einen guten Eindruck. Klar, man hätte jetzt hier noch ein bisschen was besser machen können, gerade mit dem Lufteinlass. Aber alles in allem macht es einen sehr soliden Eindruck. Am Spritzling B findet man Teile, die an verschiedene Stellen des Fahrzeugs gehören. Das ist so ein schönes Allerlei hier. Schauen wir uns zuerst die Seitenteile an, mit den Einstiegsluken, die separat beiliegen.
Das finde ich ganz schön, dass man das offen darstellen kann. Ja, und die anderen Anbauteile wie Kotflügel und Staukästen fehlen hier noch, sind aber hier schon markiert. Ist, glaube ich, ganz nützlich. Ja, hier vorne in den Radläufen auch noch Schweißnähte drin. Schönes Detail, aber da sieht man später nicht mehr so viel davon. Ja, Nietköpfe hier vorne dran, auch recht schön. Ja, an den Innenseiten haben wir ein paar Auswerfer. Das wird man später auch sehen. Die muss man auf jeden Fall entfernen. Immerhin sind sie recht flach. Also ich denke, das sollte machbar sein. Ja, der Auswerfer hier, der ragt so ein bisschen hier in den Türausschnitt rein. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Aber es ist machbar. Dann haben wir hier den Reservereifen mit der Abdeckplane. Das ist zweiteilig. Sieht vielleicht nicht so super realistisch aus, aber wenn man sich die Vorbildfotos anschaut, sieht man, dass diese Plane da doch immer recht eng anliegt. Ja, Motorblock, zweiteilig. Funkgeräte sehr scharf detailliert auch. Mit den ganzen Knöpfen. Sitzbänke. Ja, ein bisschen uneben, um eben das Polster zu simulieren. Ja, macht einen guten Eindruck und ich finde auch schön, dass die Bauteile jeweils nicht zu viele Verbindungspunkte zum Gießast haben. Wenn wir da zurückdenken an den italienischen LKW von neulich, da ist das hier schon deutlich angenehmer. Ja, dann haben wir hier die Kotflügel. Ein paar Auswerfer an den Innenseiten, aber das ist uninteressant. Sieht man später nicht mehr. Die Schaufel ist prinzipiell schön, aber die Werkzeughalterung ist halt nur so ein Knubbel. Normalerweise sind die Dinger doch recht aufwendig, haben noch so einen Henkel dran und das fehlt hier halt komplett. Also da hätte man noch ein bisschen mehr Details rausholen können. Aber an und für sich sieht es ganz gut aus. Also ich kann keine groben Makel erkennen. Aber das ist ja auch klar, ist ja ein neuer Bausatz. An Spritzling C findet man dann diverse Fahrwerkskomponenten und Rahmenteile. Also hier haben wir dann sehr viel filigrane Teile und auch kleine Teile. Ja, hier bei der Spitzhacke selbe Problem wie bei der Schaufel. Die Werkzeughalterungen sind so auf jeden Fall unzureichend. Ja, das ist schon sehr filigran und detailliert. Ist jetzt hier beim Auslösen ein bisschen komplizierter, aber das ist okay. Dafür haben die anderen Teile oft nur einen Verbindungspunkt. Oh, das sieht nicht so schön aus. Das hier ist das Gestell für die Sitzbank. Und wie man sehen kann, ist das ziemlich verbogen. Ja, ist nicht schön, aber die Sitzbankteile, die haben wir ja am vorigen Gießast schon gesehen. Und da muss man das halt dann einfach reinpressen und dann richtet sich das, glaube ich, automatisch aus. Ja, ist sowieso nur an der Rückseite zu sehen und das ist ja dann auch abgedeckt von der Panzerung. Also ja, ist nicht so schlimm. Ja, Lenkrad. Ja, der Auspuff zweiteilig. Muss man halt ein bisschen verschleifen. Die Rahmenteile sind gerade, nicht verzogen. Ja, das macht einen guten Eindruck. Da braucht sich ICM hinter anderen Herstellern mittlerweile nicht mehr verstecken. Der Spritzling E liegt doppelt bei und da finden wir alle übrigen Fahrwerkskomponenten wie Felgen, Federn oder Achsen. Auch hier gefällt mir wieder, dass die Bauteile sehr filigran sind und nur wenige Verbindungspunkte zum Gießast haben. Also das ist schon ganz angenehm.
das Auslösen und Versäubern sollte hier eine recht angenehme Aufgabe sein. Ja, Antenne liegt auch bei, finde ich gut. Nicht alle Hersteller machen das. Die sieht auch recht vernünftig aus, kann man hernehmen. Hier haben wir dann so diverse Kleinteile wie Griffe und Hebel. Ja, das sieht auch gut aus. So Hebel kann man ja jederzeit durch Draht ersetzen, wenn man will. Aber wenn sie natürlich aus Plastik schon gut ausschauen, ist mir das natürlich lieber. Die Felgen, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier in diesem mittleren Bereich sind die ein bisschen rau. Das finde ich jetzt nicht ganz so schön, aber ich weiß auch nicht, wie erkennbar das dann am fertigen Modell ist. Ja, die Sehklappen hier mit den entsprechenden Aufnahmen. Ja, die Federpakete, die sind zweiteilig. Ist jetzt nicht so elegant, aber am fertigen Modell sieht man das später eigentlich nicht mehr. Ja, und der Frontscheinwerfer, die Glühbirne ist so ein bisschen angedeutet. Ja, ist okay. Wir bekommen hier auch die Scheinwerfergläser dafür, aber auf den meisten Vorbildfotos sieht man da, dass die abgedeckt sind mit dem Tarnlicht. Das liegt hier leider nicht bei. Finde ich ein bisschen schade. Ja, aber alles in allem qualitativ auf jeden Fall in Ordnung. Die Reifen sind aus Weichplastik gefertigt. Viele Modellbauer verabscheuen das und auch nicht zu Unrecht, wie ich finde. Ist einfach nicht die beste Lösung. Aus Hartplastik wäre es etwas besser. Man hat hier nämlich immer das Problem, dass die Farbe nicht ganz so gut hält. Dann kann es auch passieren, dass der Weichmacher sich im Laufe der Jahre vom Acker macht und die Reifen sich dann zersetzen. Habe ich persönlich jetzt noch nie beobachtet, aber angeblich kann das passieren. Und das Hauptproblem ist, hier kann man es auch wieder sehen, auf der Lauffläche bildet sich so ein ganz feiner Gussgrat. Und der ist nur schwer zum Entfernen, weil das Material so weich ist. Da kann man nicht drüber schleifen, man kann es auch nicht wegschneiden. Ist immer ein bisschen unpraktisch. Gibt es verschiedene Tricks. Ich habe Leute gesehen, die das ins Gefrierfach legen. Dann werden die Reifen einfach ein bisschen härter und man kann es überschleifen. Ich habe neulich auch einen gesehen, der das mit dem Teelicht wegschmilzt. Ist aber, glaube ich, nur was für Leute, die wirklich starke Nerven haben. Also ich würde es nicht riskieren. Ja, meine Methode ist ein bisschen einfacher. Ich habe gemerkt, dass man mit einem ganz feinen Schmirgel das auf jeden Fall besser wegbekommt wie mit einem groben Schmirgel. Also, ja, so mit einem Tausender Schmirgel kann man da ein bisschen was ausrichten. Es liegen ja auch einige Klarsichtteile bei, allerdings brauchen wir da kaum welche davon. Für den Bausatz relevant sind nur hier diese beiden Scheinwerfergläser. Die sehen eigentlich auch ganz anständig aus. Kann man auf jeden Fall hernehmen. Auch die übrigen Klarsichtteile wären ganz in Ordnung. Da haben wir auch schon schlechtere gesehen. Ja, aber wie schon gesagt, eigentlich wäre da dieser Tarnüberzug für die Frontscheinwerfer eigentlich besser. Kann man sich vielleicht selber aus Alufolie basteln, weil es eben im Bausatz nicht beinhaltet ist. Und zu guter Letzt der Abziehbilderbogen. Der ist ganz gut bestückt hier mit unseren Kennzeichen für die 4 Varianten und dann noch ein paar taktische Markierungen. Und hier haben wir auch noch die Anzeigen fürs Instrumentenbrett. Ja, der Trägerfilm, vielleicht könnt ihr es erkennen, der könnte vielleicht ein bisschen kleiner sein, aber ich finde, es ist noch im Rahmen. Sauber gedruckt und meine Erfahrungen mit ICM-Abziehbildern sind durchaus positiv. Ich weiß, dass die vor 15 Jahren ganz schreckliche Abziehbilder hatten, aber mittlerweile sind die echt super. Und wenn man da mit ein bisschen Weichmacher arbeitet, wie zum Beispiel
Mikrosol, dann bekommt man da echt ein tolles Ergebnis hin. Also ich habe das schon gesehen bei meinem französischen Panhard Radpanzer. Da haben sie die Abziehbilder auch über die Sehschlitze und so weiter perfekt anpassen lassen. Also erfahrungsgemäß sehr gute Abziehbilder. Alles in allem macht der Bausatz auf mich einen soliden Eindruck. Ich konnte keine groben Mängel feststellen. Es könnte das eine oder andere durchaus noch ein bisschen besser sein, aber ja, das ist, glaube ich, Jammern auf hohem Niveau. Was mich allerdings wirklich ein bisschen stutzig macht, ist der Innenraum. Der kommt mir einfach ein bisschen leer vor. Da sollte noch ein bisschen mehr drin sein. Ich bin allerdings kein Experte für das Fahrzeug und ich konnte auch keine Vorbildfotos finden vom Innenraum, aber es wird mich sehr wundern, wenn es da drin so leer ist, wie es in diesem Bausatz eben so vorgeschlagen wird. Also da muss ich noch ein bisschen mehr Recherchen betreiben oder vielleicht wisst ihr da was zu dem Thema oder könnt mich da auf irgendeine Quelle verweisen, weil früher oder später werde ich das Modell bauen und dann muss ich es eben wissen. Mit der Vorbildwahl hat ICM hier einen Volltreffer gelandet. Das war so ein Fahrzeug, wo ich mich schon lange gewundert habe, dass es das nicht als Plastikspritzgussbausatz gibt. Es gab es aus Resin schon, aber ein Resin-Bausatz aus den 90er Jahren oder frühen 2000er Jahren ist jetzt nicht so prickelnd und sieht ja schnittig aus, das Teil, und ist einfach interessant. Deswegen hat es mich gewundert, dass es so lange gedauert hat. Aber ICM hat es geschafft und ich hoffe, dass die auch weiterhin sich solchen eher obskuren Themen annehmen. Es gäbe dann auch so ein paar Fahrzeuge, die ich da gern sehen würde, die es eben noch nicht gibt. Der Bausatz ist in Deutschland zwischen 25 und 28 Euro zu haben. Viele Händler haben den auch gegenwärtig vorrätig, weil er einfach brandneu erschienen ist und frisch reingekommen ist. Also sich den zu besorgen, sollte jetzt nicht so schwierig sein. Und ja, den Preis, den finde ich durchaus angemessen. Ich denke, alles, was unter 30 Euro ist für einen Fahrzeugbausatz im Maßstab 1:35, ist vollkommen okay. Gut, das wäre es auch schon wieder für diese Bausatzbesprechung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamid Kabakas.